Ich habe abgetrieben. Oh Gott, da muss ich mir erstmal überlegen, was ich überhaupt sagen will. Gar keine Fragen stellt ihr. Also ich hatte den Schwangerschaftstest gemacht und war klar, dass ich schwanger bin. Dann meinte die Frau am anderen Ende der Leitung so, da brauchen Sie jetzt noch nicht vorbeizukommen. Das sieht man erst in 1 bis 2 Wochen was. Und ich meinte so, nee, ich will einen Schwangerschaftsabbruch. Und dann kippte so die Stimmung wie am anderen Ende der Leitung. Er macht keine Abtreibung, das wäre möglich gewesen, aber er macht keine Abtreibung, das sei ihm zu gefährlich. Die Mortalitätsrate sei zu hoch. Okay, und dann hat er eine Visitenkarte aus seinem Schrank geholt und hat die mir rübergereicht und das war's. Ich bin dann rausgegangen und habe zu Peter gesagt, okay, wir müssen nach Holland. Genau, der hat ein Ultraschallbild gemacht, das er mir natürlich auch mitgegeben hat. Und so ganz klar gesagt hat, ja, überlegen Sie sich das nochmal. Und also mich überhaupt nicht ernst genommen gehabt in der Aussage, die ich sozusagen ihm gleich von Anfang an gesagt hatte. Sie hat mir halt gesagt, so wie groß der Embryo ist und dass er irgendwie einen Herzschlag hat. Und das war für mich irgendwie so ein total komisches Ding, weil, also ich meine, auch realistisch gesehen, 6. Schwangerschaftswoche, das ist ein Gewebe mit einem eigenen Puls, aber eigentlich kein Herzschlag. Das wurde natürlich überhaupt nicht in den Raum gestellt. Es war halt einfach klar, also du musst vorher diese Beratung machen, bevor du überhaupt abtreiben kannst. Und und das war eigentlich das Krasseste. Also dieses Gespräch, weil also ich war halt 20, irgendwie völlig aufgelöst und war mir sicher, dass ich dieses Kind nicht haben will. Und die Frau hat mich versucht, die ganze Zeit davon zu überzeugen, dass ich dieses Kind haben soll. Das weiß man ja nicht, was das eigentlich ist. Zumal ich sehr unaufgeklärt war einerseits und mich auch überhaupt nicht belesen habe. Also dass man so ins Internet geht, das gab es ja alles nicht. Ich habe jetzt irgendwie nicht gedacht, was ist Helmstede, was ist eine Abtreibung, wo gehe ich da jetzt überhaupt hin? Das war mir alles Schnuppe. Das ist auch wirklich interessant. Also man hatte eine Entscheidung getroffen und fuhr dann dahin und machte es. Das Spannende oder das auch eine der Sachen, die mich eigentlich super angekotzt haben, ist, dass ich durch dieses ganze Prozedere so viel Zeit verloren habe, dass ich wirklich am allerletzten möglichen Tag noch einen medikamentösen Abbruch hatte, obwohl ich das eigentlich unbedingt machen wollte. Und durch diese 72 Stunden Wartezeit nach der Beratung und dadurch, dass ich natürlich auch nicht bei Pro Familia direkt einen Termin bekommen habe, ist mir die Zeit wirklich so davon gelaufen, dass es zum Schluss irgendwie unklar war, ob ich das noch machen kann. Diese Vorstellung, also es wurde mir so beschrieben, man blutet so 3-4 Tage gefühlt und irgendwann kommt es dann raus. So. Die fand ich einfach nicht besonders toll. Also das war halt einfach auch gruselig, so unangenehm, die Vorstellung. Deswegen habe ich mich für dieses Ausschaben entschieden, also für das Operative sozusagen. Dann liegt man da auf diesem Stuhl und dann gibt es diese Lampe, das alles erleuchtet und man konnte bei der Abtreibung sehen, wie die Frucht abgesaugt wird in so eine Glasglocke. Die hing so, ich konnte die sehen. An dieser Glasglocke haben die geprüft, ob hinreichend abgesaugt wurde. Das ist so ein Gefühl der Erleichterung. Das ist echt krass. Also man kriegt dann noch so mit wie die anderen Frauen. Also man kann ja danach nicht laufen und das heißt, man hängt dann da irgendwie so im Delirium zwischen den 2 Schwestern. Also es waren auch nur Frauen da. So. Und wie halt die Leute so wirres Zeug quasi vor sich hin reden, also die Frauen. Also was sagen wie, ach, danke, 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 danke. Und das ist irgendwie voll schön. Wenn diese Blutung anfängt, darfst du ja dann nach Hause gehen. Und da wurden dann diese Schmerzen tatsächlich auch ein bisschen schlimmer, aber es war irgendwie aushaltbar. Und irgendwann kam dann wirklich dieser Punkt, wo ich auf dem Klo saß und gemerkt habe, okay, ich glaube, da ist gerade das aus mir rausgefallen, was diese Schwangerschaft war, diese Frucht. Das war ein völlig skurriler Moment und irgendwie ziemlich surreal. Und dann wusste ich erst nicht, was ich machen soll. Ob ich das jetzt irgendwie im Klo runterspülen soll oder was ich damit machen soll. Und meinte dann irgendwie so, Jan, ich glaube, es ist aus mir rausgefallen. Willst du das auch mal sehen?
Und dann haben wir uns das gemeinsam angeguckt. Und ich habe ein Foto gemacht, weil ich das irgendwie dokumentieren wollte. Und dann haben wir die Klospülung runtergespült. Das tut unheimlich weh. Ich glaube, das ist auch das, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Also mindestens eine Woche lang. Und nicht etwa eine moralische Frage, sondern dieser Schmerz. Das Krasse an diesem ganzen Prozess ist eben, dass das so ein Kopfthema ist, finde ich. Also obwohl es ja im Körper passiert und ich habe auch gemerkt, dass ich schwanger bin. Also ich habe größere Brüste bekommen und das war so ein Ziehen irgendwie. Also ich wusste ja auch schon vor dem Test, dass ich schwanger bin. Also es ist ja eigentlich ein körperlicher Prozess, aber es war halt alles total kopflastig. Und auch so eben nach der OP hatte ich eben dieses Gefühl, dass ich voll gern diesen Fötus sehen würde. Das ist halt ein bisschen verrückt, finde ich. Aber wahrscheinlich, um so einen haptischen Moment oder irgendwie so was Greifbares zu haben, weil dieses Thema so krass kopfmäßig ist und emotional tabuisiert und moralisch ist, dass das Körperliche dabei irgendwie so wegfällt. Und habe die ganze Zeit so auf mein Trauma gewartet und war so, okay, wann kommt jetzt diese Schuld? Wann kommt jetzt so dieses, oh Gott, es war so dramatisch, es war alles so furchtbar. Und das ist halt nie eingetreten. Meine einzige Vollnarkose, die ich hatte, war eben bei der Abtreibung. Und ich habe über Narkose gesprochen, ich weiß nicht mehr genau was. Und dann fragte mich jemand, ah ja krass, hattest du eine Zahn-OP oder irgendwie sowas? Und ich so, nee, bei meiner Abtreibung. Und danach war so eine komische Stille. Ja, ich hatte auch mal einen Schwangerschaftsabbruch, ist aber schon ein bisschen her. Oder ja, ich hatte 2 Schwangerschaftsabbrüche. Oder, was für eine Art von Abbruch hattest du denn? Ich hatte nämlich auch einen. Und dann waren da plötzlich diese ganzen Erzählungen, die ich mir so sehr gewünscht hätte in dem Moment, um einfach zu wissen, was passiert danach, so wie geht's denen heute damit? Das ist nicht eine Entscheidung gegen das Kind, sondern sie möchte nicht schwanger sein. Weil natürlich die Verantwortung danach, wenn das Kind rauskommt, sie ist ganz in weitesten Teilen ihr überlassen. Kinder zu haben ist nicht etwa ein Zeitabschnitt, das ist ein lebenslanges Arbeiten, ein lebenslanger Konflikt, eine lebenslange Freude oder eben auch Schmerz, also weil es unglücklich verlaufen kann, weil die Kinder sterben können und so weiter. Man ist immer in der Verantwortung und in Liebe. Und darüber muss die Frau unbedingt entscheiden können, ob sie das will.